Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute zeige ich euch die Feuerwehr, die in keinem Sortiment fehlen darf. Die Playmobil-Feuerwehr startete im Jahr 1976 mit 2 Einzelfiguren, dem 5-Figuren-Set, dem Super-Set und dem LKW. Der einzige Katalog von 76 war dieser kleine Flyer. Im Mai 76 waren die Einzelfiguren bereits enthalten, die Fahrzeuge und die größeren Figurensets wurden aber für Herbst 76 angekündigt. Im Mai 76 gab es schon diese 2 Figurensets. Die Feuerwehrleute hatten die für Playmobil typische blaue Uniform mit dem roten Kragen, wie es ja auch in Deutschland üblich war. Der Helm mit dem ausgeprägten Kamm und mit dem langen Nackenschutz war in dieser Form in Deutschland nicht üblich, aber international ist er leicht als Feuerwehrhelm erkennbar. Ich habe hier eine original verschweißte Packung. Man sieht, dass die Feuerwehrwerkzeuge Schaufel, Spitzhacke und Axt auf einem Gussrahmen gespritzt waren. Auf der Verpackung sind Prototypen abgebildet. Die Gasmaske ist grau, obwohl sie in gelber Farbe enthalten war. Auch der Handfeuerlöscher, die Minimax Spitzdüte, ist auf dem Foto auf der Verpackung noch als Prototyp abgebildet. Besser können wir uns es auf dem Superset erkennen. Der Feuerlöscher hat noch eine langgezogene Spitze und hinten einen Deckel. Der Deckel wurde weggelassen, damit man den Feuerlöscher in die Halter der Fahrzeuge stecken kann. Neben der Einzelfigur mit Werkzeug gab es noch die Einzelfigur mit Hydrant und Schlauch. Der Schlauch war bis Anfang 80 aus Vollgummi und war sehr widerspenstig. Es war sehr schwierig, Figur und Hydrant so aufzustellen, damit der Schlauch sie nicht umwarf. Hier sehen wir das 5-Figuren-Set. Dort ist auch der Feuerwehrkommandant enthalten mit seinem wunderschön glänzenden, goldverchromten Messinghelm. Zusätzlich zu den Werkzeugen Schlauchrolle und Hydrant sind hier noch 2 Maurerleitern enthalten. Genauso wie bei jedem Spielthema bekam auch die Feuerwehr 76 ein Superset. Das Besondere bei der Feuerwehr waren die 2 Zubehörteile, die nur dort enthalten waren, die ausziehbare Leiter und das graue Sprungtuch. Die ausziehbare Leiter bestand aus 2 Stücken, einem längeren Teil wie die Leiter der Fachwerkhäuser und einem kürzeren Teil wie die Leiter beim Westernfuhr. Beide Teile wurden durch Klammern zusammengehalten. In der ersten Ausgabe des Supersets war das Sprungtuch grau und wir haben noch als Zubehör eine Trage für 2 Schlauchrollen dabei. Weiters gab es Krankentrage, 6 Verkehrskegel, Absperrung, 4 Eimer, 2 Maurerleitern und einen doppelten Werkzeugsatz. Interessant sind auch die 3 Bierkisten, die in diesem Superset enthalten sind. Die Supersets wurden in Styroportassen geliefert, wo man die Figuren einordnen konnte. Bereits im Jahr 78 wurde das Foto auf der Verpackung geändert. Das 4. Feuerwehrset von 76 war das Leiterfahrzeug, ein kleiner LKW mit seinen typischen grauen Plastikreifen, mit einem grauen Leiteraufbau. Die Drehleiter konnte ausgezogen werden bis auf eine Länge von 35 cm. Das reichte bei einem Fachwerkhaus nur in den 2. Stock.
Die Drehleiter kann man drehen. Am Aufbau haben wir eine Ablage für die Schlauchtrage. Es sind 2 Blaulichte und ein Halter, wo sich eine Figur festhalten kann, die am Trittbrett mitfährt. Die Schrift ist rein Englisch und es war nur eine Figur dabei, 2 Schlauchrollen, Trage und ein Handfeuerlöscher. Im Jahr 78 wurde die Drehleiter mit einer neuen Farbgebung erneuert. Zuerst waren die Räder noch grau, später wurden die Räder mit einer weißen Felge und mit schwarzen Gummireifen. Bei der Verpackung wurde die Seitenteile nicht neu gestaltet. Bei der neuen Verpackung von 78 waren dieselben Fotos vom Prototyp drauf wie auf der alten Verpackung von 76. Das Feuerwehrauto bekam eine neue Farbe, eine leuchtend neonrote Farbe und eine gelbe Leiter. Besonders schön sind aber die Glocken, die am Blaulichtbalken hängen. Dieses legendäre Feuerwehrauto war bis 82 im Sortiment und wurde dann 2005 in der Classic Edition im Playmobil Direct Service wieder neu aufgelegt. Eine Besonderheit, es waren auch die Metallglocken enthalten. Es sind ganz genau dieselben Glocken, die bei der Neuauflage der Westernkirche fehlen. Im Jahr 1977 wurde als zweites Fahrzeug das Kommandofahrzeug herausgegeben. Es ist ein normaler PKW mit grauen Plastikreifen, mit rein englischsprachiger Beschriftung, mit dem Feuerwehrkommandanten dabei mit seinem goldverchromten Helm, Megafon, Gasmaske, Funkgerät und als Standardautozubehör Erste-Hilfe-Koffer, Warndreieck und Handfeuerlöscher. Das 5-Figuren-Set wurde im Jahr 2005 erweitert, wie auch bei anderen Spielthemen. Die Feuerwehr bekam ein Schlauchboot und einen Feuerlöschwagen. Beim Feuerlöschwagen ist noch ein unnützes Zubehörteil dabei, weil es am selben Spritzrahmen ist wie der Löscher. Das gelbe Schlauchboot hat blauen Motor, Ruder und Flagge, obwohl diese Teile auf der Verpackung grau abgebildet waren. Auf der Flagge konnte man Flaggen von 6 unterschiedlichen Nationalitäten auswählen. Die Leiter war die einfache braune Leiter der Fachwerkhäuser und das Sprungtuch war seit der Neuauflage des Supersets in roter Farbe. Man brauchte alle 5 Figuren aus der Verpackung, um das Sprungtuch zu halten. In diesen klassischen Jahren gab es noch keine Feuerwache. Man konnte zwar mit den Fachwerkhäusern von 77 eine Feuerwache bauen, aber es gab als Tore nur die Scheunentore. Diese gingen gut für einen PKW, aber für einen LKW waren die Scheunentore einfach zu niedrig. Wer eine Feuerwache brauchte, musste sie sich selbst aus Sperrholz bauen. Dies war umso schwieriger mit den neuen großen LKWs, die 1981 herauskamen. 1981 kamen gleichzeitig die 2 neuen dreiachsigen Feuerwehrautos heraus mit Drehleiter und Tankwagen. Gleichzeitig war bis 1982 noch die kleine Drehleiter im Sortiment.
Die neuen dreiachsigen LKWs hatten das Design von 78. Entworfen wurden sie vom Stuttgarter Büro Delta Design. Sie hatten die formschöne umlaufende Windschutzscheibe, den robusten Unterbau mit den großen Rädern, zwischen den Achsen die Werkzeuglade, ausziehbare Stützen. In der Fahrerkabine waren 6 Sitzplätze, vorn eine ausziehbare Seilwinde, auf der Seite 2 Stecker für Megafon und Funkgerät, hinter der Kabine einen Geräteraum mit großen Laden und auf der Ladefläche einen Leiterwagenaufbau für die Drehleiter mit Ablagen für die Hakenleiter zum Aufstieg, für eine Schlauchrolle, für den Kranführer, ein Stecker für die Drehschraube und ein Fach für den Werkzeugkasten. Die Drehleiter konnte man auf eine Höhe von 63 cm ausfahren. Das reichte bei einem Fachwerkhaus in das 4. Stockwerk. Es waren 5 Figuren dabei. Bei der Drehleiter gab es noch einen Hydranten und einen Feuerlöschhandwagen. Der zweite dreiachsige LKW war der Tankwagen. Statt der Drehleiter hatte er einen Tankaufbau mit 2 ausziehbaren Schlauchrollen, mit einer Drehschraube, mit der man die Rollen bewegen konnte, hinten eine Aufstiegsleiter, oben einen Gepäcksträger für das Schlauchboot, in der Mitte einen Lichtmast, zweifach ausziehbar mit 2 Scheinwerfern und vorn einen Wasserwerfer. Der LKW hatte das große Feuerwehrzeichen, ebenso das Boot und genauso auch die Figuren als Abzeichen auf der Brust. Das Leiterfahrzeug wurde 1988 erneuert mit einem neuen weißen Unterbau. Die Achsen wurden bändelnd befestigt mit einem Clip in der Mitte. Vorne gab es 2 Ösen, um den Zughaken der Seilwinde aufzuhängen. Die Uniformen änderten sich. Der Kommandant bekam eine schwarze Uniform mit weißen Helmen und die Feuerwehrmänner gelbe Jacken mit gelbem Helm. Wir sehen hier auch den neuen Feuerlöscher. Dieses Feuerwehrauto war zwischen 88 und 95 das einzige Feuerwehrset im Sortiment. 1999 wurde das Sortiment mit neuen Fahrzeugen und neuen Figuren vollkommen neu gestaltet. Wir haben neue Figuren mit ausgeprägten Stiefeln, einen neuen Feuerwehrhelm mit andersfarbigen Nackenlappen, mit einem klappbaren Visier. Wir haben 2 Figurentypen, einen Figurentyp mit Warnweste und einen mit Warnstreifenbedruckung. Alle Feuerwehrfiguren haben weiße Hände und kleine Manschetten. Neu ist 96 auch die Atemschutzausrüstung mit Atemschutzmaske und neu ist auch die Wasserpumpe. Ich habe hier ein neueres Modell. Ich möchte nur das Prinzip zeigen. Man kann hier mit den Schläuchen, mit dem Strahlrohr richtiges Wasser spritzen. Dafür hat man auch Armaturen. Wir haben hier eine Reihe von
Kupplungen, Verbindern, Strahlrohr, Absperrung, Verteiler. Hier sehen wir den Rüstwagen. Die Fahrzeuge von 96 sind die einzigen Feuerwehrfahrzeuge mit richtig funktionierbaren Rollläden. Es sind die ersten Fahrzeuge mit funktionierenden Blaulichtern. Die Blaulichter sind hier eingebaut in eine große Öffnung und sie haben eine Zeitschaltung, das heißt, man kann sie einschalten, aber man kann sie nicht mehr ausschalten. Es fehlt auch die Sirene. Die Fahrzeuge sind insgesamt etwas kleiner und kompakter gestaltet. Vorn an der Stoßstange eine kleine Seilwinde, eine echte Windschutzscheibe, ein Autotelefon. Am Dach haben wir einen drehbaren Wasserwerfer, eine Schlauchrolle links und rechts und hinten haben wir Türen zum Öffnen und wir haben hier eine Motorpumpe, wie sie hier auch die Feuerwehrmänner tragen. Es ist auch eine Motorsäge dabei, ein Spreizer und eine Schere. Hier sehen wir das Leiterfahrzeug. Es ist etwas breiter. Die Blinklichter sind etwas breiter. Wir haben dieselbe Seilwinde, Kabine mit 2 Sitzplätzen, Fahrer mit Warnweste. Die Stützen kann man ausziehen. Wir haben hier ein Trittbrett für den Aufstieg. Auf einer Seite einen Geräteraum mit Rollladen. Hier den aufklappbaren Halter für die Armaturen. Die Drehleiter mit einem einzigen Fach für den Werkzeugkasten. Was bei der Drehleiter neu ist, wir haben hier einen Arbeitskorb, auf dem das Strahlrohr befestigt ist. Ebenso befestigt ist eine Rettungs- oder Bergetrage. Im Jahr 96 gibt es auch noch einen Löschtrupp mit einer Leiter, wo die Wasserpumpe dabei ist. Diesen habe ich nicht. Ich habe hier alles unvollständig. Das ist eine Spezialeinheit. Wir sehen hier die alten Figuren nur mit den gelben Streifen allein. Im Jahr 2002 wurde die Feuerwehr dann erneuert und bekam ihre erste Feuerwache. System X entstand ja bereits 97. Dort gab es Polizei und Krankenhaus, aber die Feuerwehr bekam erst 2002 ihre Feuerwache. Diese Feuerwache war aber auch als neutrales Stadthaus gestaltet, mit einer zivilen Familie, mit 3 Personen, Einrichtung nur eine Zimmerpflanze, Telefon und Stehlampe, aber es ist ein Stadthaus mit einem Hubschrauberlandeplatz, verwendbar als Hauptquartier für die Feuerwehr. Dazu konnte man die Feuerwache mit dieser Einrichtung ausstatten. Wir haben hier ein Set mit 3 Figuren, mit einer Befüllstation für die Sauerstoffflaschen, einer Einsatzleitzentrale, ein Büro, Stockbett, das Feuerwehrschild und eine Rutschstange, die man in das Gebäude einbauen kann. Ich habe hier das Gebäude erweitert. Das Problem ist, es gab 2002 noch keine Garagentore, sondern unter dem Hubschrauberlandeplatz nur das Carport. Ich habe hier noch
die Garagentore von 2009, von der neuen Feuerwehrstation von 2009 angebaut und den Schlauchturm von 2004. Das System X ist hier sehr flexibel, man kann nahezu unbegrenzt bauen. Die Inneneinrichtung habe ich euch schon vorne gezeigt. Das wären noch die Aufkleber von den Garagentoren. Auf dem Hubschrauberlandeplatz habe ich hier einen Helikopter in der Form von 1977. Dieser mit dem Aufkleber Firefighter war aus einem Sonderset von Kaufhof von 2007. Im Jahr 2002 gab es dann noch eine Chemiespezialeinheit. Man muss sagen, die Feuerwehrleute hatten neue Uniformen mit neuen Schuhen, mit gelb-weißen Streifen und es gab sogar die ersten Feuerwehrfrauen, wie wir hier sehen. 2002 war auch das Vorausfahrzeug neu, ein wunderbarer Geländewagen, Seilwinde, Motorhaube zu öffnen, Blaulicht hat keine Batterie und man kann dieses Fahrzeug mit RC ausstatten. Dazu nimmt man die Rücksitze heraus, kann den Motor aufbauen. Mir fehlt hier der Halter für die Antenne und die Abdeckung. Ich habe das hier nur provisorisch gemacht. Man sieht hier auf der Unterseite den Motor. Mit einer Fernsteuerung kann man ihn bedienen. Man kann lenken und man kann fahren. Die nächste Welle der Feuerwehr gab es 2009. Da gab es ganz neue Fahrzeuge mit Dach, eingebauten Blaulichtern, aber ohne Rollläden, sondern nur mit Klappen. Die letzte Erneuerung war dann im Jahr 2014. Das ist die Form, die noch heute erhältlich ist. 2014 gab es diese Broschüre zur Feuerwehr. (2016) gab es die Flughafenfeuerwehr mit den 4 Achsen. Hier habe ich noch eine kleine, das sind die Feuerwehr, die älteren mit den weißen Handschuhen, die neueren und die heutigen, ein Zusatzset vom Direktservice mit brauner Uniform. Zum Schluss des Videos möchte ich euch noch einige amerikanische Sets zeigen. Im Jahr 86 hat die Firma Mattel für ein Jahr den Vertrieb von Playmobil in den USA übernommen. Aus diesem Jahr stammen die neuen internationalen Polizeisets mit dem weißen Polizeiauto zum Beispiel, und auch das Feuerwehrset wurde für die USA etwas angepasst. Die US-Feuerwehrleute bekamen später dann richtige passende Helme. 2002 gab es ein limitiertes Gedenkset für die New Yorker Feuerwehr. Und für den amerikanischen Markt wurden günstigere Fahrzeuge in einfacherer Ausführung hergestellt. Zuerst ein Tankwagen und hier ein Leiterfahrzeug von 2016. Das ist alles, was ich euch heute zeigen möchte.
Mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr auch die nächste Woche wieder vorbeischaut. Ich werde wahrscheinlich das Thema Motorsport und Film vorbereiten. Auf Wiedersehen.